Hallo Freunde! Die Luftfahrt hat seit 19.103, als das Fliegerflugzeug der Gebrüder Wright zum ersten Mal abhob, große Fortschritte gemacht. Flugmaschinen verzeichneten einen von 2 Rekorden. Ein Flug dauerte nur 12 Sekunden, wobei der erste Flieger eine Distanz von etwa 36,5 Metern erreichte. Aber es war eine Revolution. Aktuelle Flugzeuge fliegen Strecken von 14.260 Kilometer wie die Bombardier Global 7.500 oder 3.530 Kilometer pro Stunde. Wie die Lockheed SR-71A. Aber Rekordhalter besitzen fast 500 Flugrekorde, davon 240 Weltrekorde. Dieser Titan fliegt nicht, sondern drückt den Boden auseinander. Es ist kein Flugzeug, es ist ein Traum. An jedem Flughafen, wo der fliegende Riese an 225 startet, oder am Zelt, versammelt sich eine große Anzahl von Zuschauern, um ein solches Ereignis zu verfolgen. Augenzeugen schildern voller Begeisterung ihre Emotionen aus der Begegnung mit einem solchen Koloss. Die Flügelspannweite dieses Vogels beträgt 88,5 Meter. Die Länge des Eisenkörpers beträgt 84 und die Höhe 18 m und 20 cm. Zum Vergleich, ein Fußballfeld entsprechend den FIFA-Empfehlungen hat Abmessungen von 100 bis 110 m Stern 64 bis 75 m. Und der berühmte Blumenteppich auf dem Grand Place in Brüssel, 24 Stern 77 m. Das Gewicht des Helden beträgt bei voller Beladung 250 Tonnen, dann 640, die Höchstgeschwindigkeit der An 225 beträgt 850 km pro Stunde, die maximale Flughöhe beträgt 12 km und die Reisegeschwindigkeit beträgt 9. Die maximale Reichweite beträgt 15.400 km, praktisch mit bei einer Last von 200 Tonnen beträgt die Startstrecke ohne Last 4.000 km. Das Flugzeug benötigt mit Last eine Landebahnlänge von 2.400 m. 3.500 hebt dieser Titan mit einer Geschwindigkeit von 560 km pro Stunde vom Boden ab und landet mit einer Geschwindigkeit von 295 km pro Stunde. Hurra! Die 43 m lange hermetische Kabine bietet problemlos Platz für ein weiteres Flugzeug oder einen Zug. Die Triebwerke der An 225 sind Jet D18. Auch die TAS sind mit einem Durchmesser von über 2 m nicht klein. Diese schweren Tonnagen wiegen 4.100 Kilo, es gibt insgesamt 6 Stück davon. Jede einzelne entwickelt im Startmodus einen Schub von mehr als 23 Tonnen. Zwar hindern die Größe der An 225 und die Tatsache, dass das Fahrwerk dieses Flugzeugs Spuren auf der Landebahn hinterlässt, viele Flughäfen daran, sie zu akzeptieren. Übrigens hat Maria ein einzigartiges 7-reihiges Hauptfahrwerk. 2 Gestelle mit 2 Rädern in jeder Reihe. Jeder Reifen kostet etwa 1.000 US-Dollar und es gibt 32 davon. Weil 4 an den beiden vorderen Stützen und 28 an der Basis müssen alle 90 Landungen ausgetauscht werden. Weil 4 hintere Pfosten mit Rädern können auf einer nur 56 m breiten Fläche um 180 Grad gedreht und gedreht werden. Die Öffnungszeit der Laderampennase beträgt übrigens 7 Minuten und der Vorgang selbst wird Elefantenbogen genannt. Hurra! Ein Elefant frisst also nicht einmal 16 Tonnen Treibstoff pro Stunde. Wenn er im Reisemodus fliegt, kann es bis zu 1,5 Tage dauern, bis er für das Mittagessen aufgetankt ist. Gleichzeitig hebt dieser Berg nicht nur ab, sondern sinkt auch recht schnell in den Himmel. Warum wurde solch ein Riese geschaffen? Einst arbeiteten sowjetische Entwickler an der Entwicklung eines Spiralsystems. Die Hauptidee des Projekts bestand darin, dass ein leistungsstarkes Flugzeug von einem orbitalen Raumschiff auf seinem Rücken auf die 6-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigt werden sollte. Dieser Fahrer würde aus solchen Vorläufen starten, alle in einer Höhe von 28 bis 30 Kilometer. Es gab keine Flugtests, aber unter seinen Geschwistern ist das Spiralprojekt ein Prototyp des Buran-Shuttles. Allein der Start des Buran ins All sollte die konkurrenzlose Leistung aller mit einer Trägerenergierakete fliegenden Raketen darstellen. Das wiederverwendbare Energieflugzeugsystem Buran war die Antwort der Sowjetunion auf das amerikanische Space Shuttle. In den Plänen lief alles wie am Schnürchen, unbemannte Landung, kein giftiger Treibstoff, horizontale Flugtests. Nur wie man verschiedene Komponenten, Trägerraketen und Raumfahrzeuge vom Produktions- und Montageort zum Startort transportiert.
Schließlich hatten nur die Tanks der Rakete einen Durchmesser von 8 Meilen. Und so wurden verschiedene Projekte in Betracht gezogen, und unternehmungslustige Spezialisten schlugen vor, das Spiralprojekt zurückzurufen. Es entstand die Idee, einen Transportjet mit außergewöhnlich großer Nutzlast zu entwickeln. Das Schwerlastflugzeug sollte mindestens 250 Tonnen heben. An 124 wurde als Fracht für die Entwicklung übernommen. Der Chefkonstrukteur von NP, Himolnia Gleb Losinulusinski, erwog, ein Orbitalschiff direkt von Marie aus zu starten. Aber dieses System blieb nur in Skizzen bestehen. Weil. Der Name des Flugzeugs hat übrigens eine interessante Geschichte. Antonows Nachkommen tragen nicht nur die Namen legendärer Helden, sie enthalten auch Kombinationen der Buchstaben an, die das Markenzeichen aller Flugzeuge dieses Konstruktionsbüros sind. Antons Nachfolger, Petr Balaguer, überraschte alle, als er in der Nacht vor dem denkwürdigen Datum, nur wenige Stunden vor der Einweihungsfeier, den Befehl gab, den ungewöhnlichen Namen Maria an Bord der An 225 zu bringen. Gemäß der NATO-Kodifizierung wird der Supertransporter Kosakkak genannt. Das Arbeitsbuch An 225 enthält 14 Flüge in Verbindung mit einem Schneesturm über insgesamt 28 Stunden und 27 Minuten. Ein Jahr fand statt 0305191189. Nie zuvor wurden Weltraumtechnologietests einer so breiten Öffentlichkeit vorgeführt. Im Sommer desselben Jahres wurden die meisten Anwesenden auf der berühmten Ausstellung in Paris vom riesigen An 225 mit einem Raumschiff auf dem Rücken getroffen. Im Antonov-Bewertungskomplex für wissenschaftliche und technische Luftfahrt kamen praktische und etwas exotische Vorschläge. Beispielsweise schlug Herr Samarkand, ein britischer Staatsbürger, die Schaffung eines dreistöckigen Passagierschiffs auf der Basis von Maya vor. Er schlug vor, 2 Decks im Laderaum und 3 Stadtkabinen einzubauen. Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, riesige Kabinen für Geschäftsleute und Kabinen für Jungvermählten mit Dusche und anderen Geräten zu schaffen. Verschiedene Duty-Free-Salons, Geschäfte und Casinos. Hurra! Eine Route Sydney, London, Tokio, Sydney wurde ebenfalls vorgeschlagen. Arbeiter der Ölindustrie planten den Einsatz des An 225 für den Transfer einer 190 Tonnen schweren Destillationskolonne in den externen Kreislauf von Kaibischew im Norden. Ein typischer Transport einer solchen Kolonne dauert 2 Jahre. Maria könnte es in 15 Tagen schaffen. Gemeinsam mit dem Konstrukteur und Hersteller der Säule wurde begonnen, sie an den Einbauorten im Flugzeug zu verstärken, doch nach mehreren Monaten harter Arbeit gab der Kunde diese Idee ohne Angabe von Gründen auf. Er verließ das Unternehmen etwa zur gleichen Zeit, als das Energy Buran-Programm aufgrund hoher Kosten und unzureichender Nachfrage eingestellt wurde. Natürlich wurden auch die Arbeiten an der An 225 eingestellt. Der Giant wurde auf unbestimmte Zeit beurlaubt, schließlich zerlegt und die Motoren zu kommerziellen Russlands umgebaut. Doch Maria hatte nach einem langen Aufenthalt auf der Erde wieder Glück. Das für kommerzielle Flüge modernisierte und zertifizierte Flugzeug startete am 7.5.2001. Im Jahr 2009 erfuhr die An 225 ein weiteres Upgrade, ihre Lebensdauer wurde bis 2033 verlängert. Im Jahr 2001 hob dieser Titan ein Rekordgewicht von 253,8 Tonnen in den Himmel. Im Jahr 2004 transportierte er eine kommerzielle Rekordladung von 247 Tonnen Baumaschinen von Prag nach Taschkent. Im Jahr 2009 lieferte Maria von Frankfurt nach Eriwan. Die schwerste Monoladung in der Geschichte der Luftfahrt. Generator mit Spezialrahmen mit einem Gesamtgewicht von 187,5 Tonnen. In der Welt wird die An 225 oft als Krankenwagen bezeichnet, da viele ihrer Flüge dazu dienen, humanitäre Güter in alle Ecken der Welt zu transportieren, wo sie diese oder jene Naturkatastrophe überlebt haben. Der Start und die Landung einer 225 ist eine echte Show, Menschenmassen versammeln sich an jedem Flughafen, zum Beispiel in der Heimat des Kängurus, auf den Straßen zum Flughafen Perth gab es riesige Staus, die Leute schliefen sogar in Autos, um eine zunehmend bequeme Beobachtungsposition. Gehören Sie zu denen, die jemals gesehen haben, wie dieser Titan startete oder landete, oder standen Sie vielleicht an seiner Seite oder gingen sogar hinein? Schreiben Sie Ihre Gefühle in die Kommentare und das ist alles für heute. Bitte liken, den Kanal abonnieren und bis bald wieder.